Hallo, ich bin der André vom SIP und heute sind wir beim Team Germany. Das Team Germany, das ist der Mike Betz, das ist der Sud, Servus, der Benny und der Alex. Und natürlich viele andere. Die zwei sind die Hauptteamchefs, ja, Doppelspitze. Das Team Germany hat 69 Pokale und schafft es nie 100 Pokale zu schaffen, weil die faul sind. Sind insgesamt 11 Leute, ja. Die waren gerade beim 24-Stunden-Rennen in Zuera in Spanien und das ist ein Riesenaufwand, das zu machen. Und in der großen Runde habt ihr das geschafft. Also Team Germany, das gibt schon sehr lange. Wir sind dabei seit 2011, also seitdem das 24-Stunden-Rennen das erste Mal war. Wie gesagt, schon gut dabei, hat auch riesig Spaß gemacht. Dann das Jahr drauf, 2012, Gesamtsieg, Klassensieg, schnellste Runde. Das Jahr drauf, 2013, Gesamtsieg, Klassensieg, schnellste Runde. Und da sage ich immer meinen Lieblingsspruch auf, es gibt kein Team, was jemals in Zuera zweimal gewonnen hat, keins, was dreimal gewonnen hat, aber es gibt ein Team, das hat schon viermal gewonnen. Oh je. Was macht der Sud im Team? Also der Sud macht im Endeffekt einen Teamchef. Der Benny ist der Hauptmechaniker oder einer von den 2, 3 Hauptmechanikern. Ja, ich bin der Alex. Ich bin zuständig für die ganze Elektronik am Roller, Hardware, Software. Der Mike war mal bei uns und hat uns das vorgeführt. Der kann wirklich die haben so einen Rennlaptop und da ist jede Runde gespeichert. Da sieht man bei jeder Runde, bei jeder Kurve, wie schnell, Licht an, aus, wie heiß war der Zylinder, wie weit war der Vergaser geöffnet, welche Querbeschleunigung und. Ich habe erst gedacht, totaler Wahnsinn, aber natürlich für uns total cool, weil genau bei dem Team haben wir unsere Bremszange platzieren können zum Testen. Da bin ich mega stolz und freue mich wahnsinnig, dass ihr das angenommen habt und unserer Bremszange vertraut habt, dass ihr die in Zuera Probe gefahren seid. Zuera, das ist mehr oder minder so das einzige Rennen seiner Art für lange Zeit gewesen und auch wieder. Das ist ein 24-Stunden-Rennen. 24 Stunden mit einem und demselben Roller, mit mehreren Piloten. Jeder Pilot darf maximal eine Stunde fahren. Zur Höchstzeit waren da bis zu 65 Teams. Ja, also 65 Teams, wenn man rechnet, vielleicht im Schnitt 4, 5 Piloten, dann sind wir bei 300 Piloten plus Boxencrew. Also das ist eine riesen Veranstaltung. Ich würde sogar sagen, das ist so die Weltmeisterschaft des Vespa Langstreckenrennens. Wer so ein bisschen Le Mans oder Nürburgring 24-Stunden-Rennen verfolgt, das, was die spüren, das spüren wir auch. Und wie kann man sich da, also so ein Roller, ist das ein 75er DR oder ist es eine Einheitsklasse, wo alles gedrosselt ist oder sind die getuned bis aufs Letzte? Also es gibt verschiedene Klassen, also zum einen Large Frame und Small Frame natürlich. Dann gibt es Stock-Klassen, also die müssen relativ seriennah sein. Und dann gibt es die offenen Klassen. Und weil wir um den Gesamtsieg immer fahren, fahren wir in der leistungsfähigsten Small Frame Klasse. Small Frame, weil einfach Schräglagenfreiheit viel besser als bei einer Large Frame und man kann da halt richtig Power reinzangeln und das ist haltbar. Also das ist der Rennroller, mit dem ihr dieses Jahr angetreten seid? Da ist auch unsere Bremszange verbaut, oder? Genau. Mit dem AF Anton Fleury Halter. Genau. Und da ist noch die Bremsscheibe, die uns Galfa freundlicherweise in ganz niedriger Stückzahl gemacht hat, die wir aber auch im Shop haben. Die ist besonders dick und relativ standfest, soweit ich gehört habe. In Zuera, da ist wirklich eine sehr hohe Belastung auf dem ganzen Moped, besonders auf der Bremse. Da sind sehr viele Anbremspunkte da, da musst du von richtig schnell auf richtig langsam verzögern. Und wir hatten in der Vergangenheit immer Probleme mit den Bremsen. Ja, wir haben einen riesen Bremsenkühler hingezaubert, dass wir die Temperatur im Griff bekommen. Wie man sieht, hier ist kein Bremsenkühler.
Und wir hatten kein Problem. Also wir sind mit der Bremse wirklich hochzufrieden. Es ist zu keiner Zeit irgendwie aufgetreten, dass man gesagt hat, irgendwie es wird torgert oder die Bremsleistung lässt nach, sondern es war immer gleich. Der Verschleiß hält sich total in Grenzen. Also wir haben festgestellt, wie alles noch frisch war, Scheibe frisch war. Da war am Anfang initial der Verschleiß ein bisschen höher. Aber als sich das System eingeschliffen hat und wir neue Bremsbeläge dann montiert hatten, dann ist der Verschleiß drastisch zurückgegangen. Also das ist auch sehr gut. Analoge Bremstemperatur haben wir drauf. Also ansonsten das Feedback von der Bremse, von der Dosierbarkeit her, von der Bremskraft ist top. Wir fahren jetzt gerade einen Geberkolben, der mit 14 mm arbeitet. Der ist ein bisschen giftiger mag, der kann einen kleinen Kolben wählen. Dann wird natürlich auch der Druckpunkt am Hebel ein bisschen schwammiger, aber man hat einfach einen größeren Hebel. Und kann man da jetzt eigentlich sagen, wie weit ihr dann insgesamt die Gesamtdistanz bei so einem Rennen, also ich sag mal bei so einer SIP-Tour, da schafft man vielleicht 300 Kilometer am Tag. Jetzt, wie viel schafft man da in Zuera in 24 Stunden? Umgerechnet auf die Maximalanzahl an Runden, die wir jetzt in einem Jahr fahren, sind ca. 1000 Runden. Sind wir bei 1,6 Kilometer pro Runde, bei rund 1600 Kilometer. Also das darf man halt immer nicht vergessen. Es ist absoluter Renntrim Maximum. Für uns, für mich eine große Ehre. Vielen Dank, dass ihr uns empfangen habt. Vielen Dank nochmal fürs Erproben unserer Bremszange. Wir wünschen euch fürs nächste Jahr ganz viel Glück. Die Bremse fahren wir auf jeden Fall weiter. Also wie gesagt, Top-Bremse, super zuverlässig. Das ist genau das, was man beim Langstreckenrennen braucht. Ich liebe es wirklich, mit euch zusammenzuarbeiten, weil es ist wirklich auf Augenhöhe. Habt auch so das eine oder andere möglich gemacht, am Wochenende in der Nacht. Ja, Sachen aus dem Lager geholt, wenn wir was gebraucht haben. Und da schon wirklich Chapeau und Dankeschön. Sehr gern. Damit endet dieses Video und unser Besuch beim Team Germany. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt den Kanal schon abonniert und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich sage danke und auf Wiedersehen. Ciao, servus.